Unsere Reise geht weiter, und zwar in den Norden von Dänemark. Dort wollen wir zu einem Campingplatz mit dem Namen Vesterhav. Darüber möchte ich berichten und auch über die Umgebung. Herzlich willkommen dazu. Wir haben uns einen Campingplatz ausgesucht, der fast direkt am Meer liegt. Dort gibt es auch schöne Sandstrände, so wie wir das auf Fotos gesehen haben. Von unserem letzten Standort aus Ripe sind es ca. 150 Kilometer bis dorthin und wir nutzen dazu ausschließlich Landstraße oder Nebenstraße, je nachdem wie man will. Wir durchfahren mehrere kleine Orte. Der Verkehr hält sich hier in Dänemark in Grenzen. Vielleicht noch mal ein Wort zu den Dieselpreisen. Man zahlt hier für den Liter Diesel 1,70 Euro, circa jedenfalls. Zu den Höchstgeschwindigkeiten vielleicht Folgendes: Innerhalb von geschlossenen Ortschaften dürfen wir 50 fahren, außerhalb dürfen wir über 3,5 Tonnen 70 km/h fahren und auf Schnellstraßen 80 km/h. Blitzer habe ich nur einen gesehen, und zwar stand ein weißer Transporter an der Straße, der hatte auf dem Dach eine Anlage, damit wurde dann wohl geblitzt. Aber das ist für uns kein Problem, gerade im Ausland halten wir die Höchstgeschwindigkeiten immer genau ein. Jetzt haben wir gleich den Campingplatz erreicht. Das Gebiet hier rund um den Campingplatz ist ein Feriengebiet und der Ort, ein kleiner Ort, heißt Habore. Links von der Straße hinter der Düne ist die Nordsee und hier auf der rechten Seite kommt die Zufahrt zum Campingplatz. Wir haben hier nicht reserviert. Wir haben den 8. Mai, ist ein Donnerstag. Im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten doch vorher schon gebucht oder reserviert, denn das Prozedere ist doch nicht so ganz einfach. Man muss sich dann in der Rezeption, das werde ich gleich zeigen, anmelden. Einfacher wäre es gewesen, wenn wir das vorher gemacht hätten. An der Zufahrt steht ein Gebäude. In diesem Gebäude ist unter anderem eine Information untergebracht, ein kleiner Raum. Dort muss man sich anmelden oder registrieren. Hier in diesem Raum gibt es 2 PCs. Dort kann man sich dann anmelden. Man muss sich allerdings vorher den Platz ausgesucht haben, damit man eine Platznummer hat, und dann mit der Kreditkarte bezahlen. Das Ganze funktioniert natürlich auch in deutscher Sprache. Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man eine E-Mail und innerhalb dieser E-Mail ist ein Zugangscode. Damit kann man dann den Balken und das Tor öffnen. Dieser Code ist ganz wichtig, den braucht man auch, wenn man zum Beispiel die Toilette oder die Dusche betreten will. Wir haben für 3 Tage 390 dänische Kronen bezahlt oder 53 Euro. Das sind etwa 17,50 Euro pro Tag ohne Strom. Das kann ich noch hinzufügen, wenn man mit der Anmeldung nicht klarkommt. Es gibt dort eine Telefonnummer, die kann man anrufen. Dort erreicht man dann die Betreiberin. Sie spricht auch Deutsch und sie erklärt alles. Und meistens ist sie auch auf dem Platz irgendwo zu finden. Wie man sieht, ist der Untergrund Gras und der Platz ist parzelliert und teilweise getrennt durch Holzzäune. Es handelt sich ja um einen Campingplatz, deshalb können hier auch Wohnwagen stehen. So wie ich das sehe, ist hier auch Platz für größere Mobile. Der Campingplatz hat ca. 100 Parzellen und ist jetzt Anfang Mitte Mai noch nicht stark besucht. In 2 verschiedenen Gebäuden gibt es Duschen und Toiletten. Braucht man auch jeweils wieder seinen Zugangscode, um die Türen zu öffnen. Man sieht, hier ist man auch auf Kleinkinder oder Familie mit Kleinkindern eingestellt. Duschen und Toiletten waren während unseres Aufenthalts immer in einem sauberen und ordentlichen Zustand. Im 2. Sanitärgebäude sind die sanitären Anlagen renoviert. Das war aber zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen aufgrund der geringen Auslastung des Platzes. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, dort kann man kochen und auch abwaschen. Waschmaschine und Trockner sind auch vorhanden. An der Zufahrt findet man einen kleinen Kiosk.
steht direkt neben der Information. Dort muss man sich selber bedienen, das heißt, hier muss man oder darf man seine Ware nehmen, muss sie einscannen und dann natürlich mit Karte bzw. mit dem Handy bezahlen. Hier muss man auch oder kann man seine Brötchen bestellen. Hier liegt ein Zettel aus, dort trägt man an, welche Brötchen man möchte. Oben gibt es Abbildungen, welche Brötchen es hier gibt. Und dann findet man hier auch so etwas Campingzubehör, wenn einem irgendwas fehlt. Getränke und einige Lebensmittel findet man hier auch. Genau gegenüber vom Campingplatz geht es an den Strand. Man überquert die Straße und muss dann eine Düne überqueren und dann ist man direkt am schönen Strand. Wir sind am Abend an den Strand gegangen, wollten eigentlich den Sonnenuntergang filmen. Dafür war es aber zu früh. Die Sonne geht um diese Jahreszeit später unter. Ich würde mal sagen 8:30, 10. Und wir waren etwa so 8:30 schon am Strand. Am Abend war die Luft schon kühl, deshalb haben wir eine Jacke angezogen und der Wind macht das Ganze natürlich noch etwas kühler. Dänemark hat ja viele schöne lange Sandstrände, das zieht natürlich Touristen an und auch die frische Luft, die man hier an der Nordsee hat. Die Nordsee hat ja auch Gezeiten, das heißt Ebbe und Flut. Zu diesem Zeitpunkt ist Ebbe, man sieht die Steine hier liegen, die sind sonst durch Wasser bedeckt. Die Wassertemperaturen erreichen hier in den Sommermonaten zwischen 15 und 20 Grad. Im Schnitt hat man ja 18 Grad Wassertemperatur. Bunker findet man immer wieder hier in Dänemark an den Stränden. Sie sind noch immer recht gut erhalten und stammen aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Bunkeranlagen wurden von deutschen Besatzern gebaut und gehörten zum Atlantic Wall. Wir hatten uns ein hochprozentiges Getränk mit an den Strand genommen und das in der Abendsonne getrunken. Wir waren ja schon häufiger in Dänemark, das letzte Mal vor ca. 20 Jahren. Wir hatten immer Pech mit dem Wetter, diesmal war es anders. Wir haben Sonnenschein fast immer. Allerdings, es war kühl, man musste immer eine dicke Jacke anziehen, wenn man ans Meer ging. Aber das sind wir als Norddeutsche ja auch gewohnt. Hier in Dänemark kann man natürlich auch sehr gut mit dem Fahrrad fahren und so sind wir jetzt gestartet zu einer Tour am Meer entlang. Es gibt hier in Dänemark keine Helmpflicht, wir haben uns allerdings angewöhnt, immer Helme zu tragen. Hier in Dänemark muss man nur einen Helm tragen, wenn man ein schnelles E-Bike hat, also was 45 km/h schnell ist. Wir haben uns eine Radtour vorgenommen von etwa 10 Kilometer. Sie geht entlang der Nordsee und auf der anderen Seite haben wir dann ein Meer, wie so eine Art Meer. Das ist ein Fjord vielleicht, soll man es so nennen, hat also eine Verbindung zur Nordsee hin. Man kann beim Fahrradfahren nicht auf die Nordsee schauen, dazwischen ist eine Düne, aber diese Düne kann man rüberwandern und dann hat man einen ganz schönen Blick auf die Nordsee und vor allen Dingen auch auf den Strand. Dänemarks Nordseeküste ist ca. 400 Kilometer lang und hat damit natürlich auch viele schöne Strände. Außer dem Wind, der hier immer etwas bläst, ist es sehr ruhig hier und sind kaum Menschen hier begegnet. Also wer mal ein bisschen Ruhe sucht, der ist, glaube ich, hier gut aufgehoben, zumindest in der Vorsaison. Jetzt schnell noch ein paar Worte in eigener Sache. Herzlichen Dank für die vielen neuen Abos. Würde mich freuen, wenn ihr so weitermacht und meinen Kanal immer fleißig abonniert. Danke dafür. Jetzt sind wir fast am Ende der Landzunge angekommen. Hier gibt es einen kleinen Ort mit einem Hafen. Von diesem Hafen kann man übersetzen mit einer Fähre zur anderen Seite. Wir sind nicht ganz bis zum Hafen gefahren mit den Rädern. Uns ist die Zeit so ein bisschen weggelaufen. Wir mussten die Rückfahrt antreten. Auch wenn mal kein Fahrradweg vorhanden ist, man hat hier immer wenig Verkehr, also Autoverkehr. Insofern immer kein Problem. Auf unserer Radtour haben wir mit Hin- und Rückfahrt ca. 25 Kilometer zurückgelegt.
Durch Zufall habe ich das Betreiber-Ehepaar vom Campingplatz kennengelernt und die Frau war gern bereit, mir einige Fragen zu beantworten und einiges zu zeigen hier vom Platz. Hallo. Oh, erzähl mir deinen Namen. Ich bin Helle, Helle. die neue Besteuerin. Ach so, du Ja. betreibst hier diesen Platz. Ja, Betreuerin, ja. zusammen mit meinem Mann, Ja, Carsten. machst du den Platz hier. Ja. Wie lange schon? 2 Monaten, 3 Monate. Ach, länger noch nicht. Nein. Ach nein. so, da bist du ganz neu hier. Ja, bin. Ja. Wir haben für 3 Jahre haben wir Gäste sein. Waren Ja. wir Gäste hier auf dem Camping. Ah, war die Gäste auf dem Platz? Ja. Okay, aber den Platz gibt es, glaube ich, schon lange. Denn, Ja, glaube ich auch. ja. Sehr, sehr viele Jahre. Ja, mir hat jemand geschrieben, vor 45 Jahren war er schon hier. Das passt. das glaube passt, ich, ja. passt. Ja, jetzt willst du uns was Spezielles zeigen hier auf deinem Platz? Ja, die Neues. Ja, Ja, da gehen wir die jetzt ganz- mal gemeinsam hin. Okay, vielen Dank. Ja, Helle und ihr Mann sind ja erst seit kurzem hier Eigentümer von dem Platz und sind immer dabei, den Platz weiter zu Kommen Sie rein verbessern. und sehen Sie raus. Ja, ach so, da kann man schön in die Landschaft schauen. Ah ja, schöne Sauna, Das ja. sind die Pferde, das ganz Ja. Schön. Und das kostet nichts. Das ist Alles das alle da, brauchen. braucht man nicht extra bezahlen? Nein, Ach so, das ist ja auch bringt gut. hier und dann gibt es 2 Stunden. Ja. Einen kleinen beheizten Whirlpool gibt es auch. Also wer sowas nutzen will, kann das hier kostenlos mit nutzen. Und da sitzt man da und Ja, genießt alles. ja, schön. Ja, es ist so schön, so hübsch. Ja, das habt ihr jetzt neu hier. Das ist ganz neu. Das ist ganz neu. Das ist ganz neu, ja. Ja. Helle und ihr Mann sind sehr engagiert und sehr fleißig. Sie wollen immer weiter den Platz noch verbessern. Wer jetzt kein Campingfahrzeug hat, der hat hier die Möglichkeit, ein kleines Häuschen zu mieten. Man findet das alles im Internet. Ich blende die Internetseite mal ein. Wer sich dafür interessiert, kann da mal nachschauen. Dann gibt es noch einen schönen Grillplatz, der hier von allen Campern genutzt werden darf. Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich reinzusetzen, wenn es mal kühler ist. Dann gibt es hier noch eine Geschichte, und zwar Helle und Carsten feuern am Abend den Grill an. Dann kann jeder hier mitgrillen, das heißt, er bringt sein Grillgut mit und dann wird hier gemeinsam gegessen. Helle, erzähl uns, was machst du hier? Na, wir haben ein Zusammenessen. Wir haben die Grill Ja. aufgezündet. Macht immer mein Mann und werde auch mein Essen zubereiten. Dann, wenn man möchte, kommt man hier mit seinem Essen und seinem Trinken. Ja. Und dann reden wir alle und Ja. essen. Es ist so gemütlich. Richtig? Ja, ja, genau so. Genau. Ja. Das Ja. heißt, hier bringt jeder sein was er grillen möchte, mit. Ja. Und dann wird hier gemeinsam gegrillt. Ja. Ja, genau. Und manchmal essen wir alles zusammen. Oder Ja. probieren Sie du Ja, dies und ja. ich mag das. Ja. Wir sagen dazu Campertafel. Ja, Ja. ja, genau, So- genau. so genau. ist es, ja. Ja, Ja, danke schön. bitte sehr. Moment mal, eine kleine Foto, bitte. Ja, Ja, hallo. hallo. Er sagt, was wolltest du sagen? Ja, ein bisschen Foto. Ein bisschen Foto. Ja, viele. Hallo World Wide Web, ne? Ja. Prost. Zum Wohl, ja. Immer wenn das Wetter es zulässt und auch Interesse von den Campern da ist, wird hier gemeinsam gegrillt. Jetzt noch was zur Umgebung. Es gibt in der Umgebung einige Wikinger-Grabhügel. Zu einem sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Er ist 60 Meter hoch und von dort hat man eine schöne Aussicht auf die gesamte Umgebung. Auf diesen aufgestellten Schildern findet man Informationen zu diesen Hügeln und auch zur Umgebung, auch in deutscher Sprache. Es gibt natürlich in dieser Region noch einiges mehr als nur jetzt das, was ich hier gezeigt habe. Dazu gehe man bitte auf die Internetseite vom Campingplatz. Dort gibt es viele Informationen dazu. Drei Tage waren wir auf diesem Campingplatz. Für uns war alles in Ordnung. Wer also Ruhe sucht, wer gerne mit dem Fahrrad fährt, wer Strandspaziergänge liebt, der ist genau richtig hier. Großen Trubel gibt es hier nicht. Auch der Preis mit 17,50 € pro Tag ist für uns voll in Ordnung.
Wir haben hier dann noch entsorgt. Es gibt einmal eine Roste, wo man das Grauwasser ablassen kann. Oder man nutzt diesen Deckel hier, den öffnet man und dort kann man dann auch Fäkalien entsorgen. Das ist natürlich nur für den Festtank hier. Für die Kassette gibt es einen extra Ausguss. Ich sehe gerade, es staubt ordentlich, wenn ich hier auf der Zufahrt fahre. Das liegt nicht daran, dass ich zu schnell fahre. Es liegt einfach daran, dass am Motor ein großes Lüfterrad ist und dieses Lüfterrad wirbelt den Staub auf. Leider kann man das nicht ändern oder ich kann es zumindest nicht ändern. Hier brauchten wir wieder unseren Zahlencode, um die Schranke zu öffnen. Hat alles super geklappt. Jetzt geht unsere Reise durch Dänemark weiter. Ich werde in weiteren Videos darüber berichten. Das soll es gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.